Hallo Leute, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch in Tschechien und zwar bin ich weitergezogen nach Pilsen. Das ist ja nicht weit von der deutschen Grenze entfernt, aber auch noch in Tschechien. Und hinter mir ist der Bahnhof von Pilsen. Da gehe ich jetzt mit euch hin. Auf geht's! Ich würde euch natürlich ein ganz anderes Bild zeigen, das habe ich auch nicht gewusst, dass hier restauriert, renoviert wird. Der schöne Hauptbahnhof von Pilsen wird noch schöner gemacht. Ja, ich habe mal hier unten ein Bild eingeblendet, wie ihr sehen könnt, wie es aussieht, bevor so ein Gerüst da drauf ist. Und jetzt mit Gerüst und vielleicht irgendwann bin ich wieder hier und mache euch ein Foto, wie es nagelneu aussieht. Aber nichtsdestotrotz, die Bahnsteig sind da oben, da hinten fährt schon einer. Wir gehen trotzdem rein und schauen uns das hier alles an. Natürlich gibt es hier auch Busse. Ich habe vorhin schon welche gesehen. Bleibt dran, dann seht ihr, was für Busse es hier gibt. Der Bahnhofsvorplatz hier, direkt wenn man hier aus dem Bahnhof rauskommt, sind die Taxis. Hier haben die nochmal Platz gelassen, damit hier auch noch ein Bus kommen kann. Da habe ich ein Schild gesehen, Bus Narodny Doprava oder so ähnlich. Der fährt wohl hier auch noch an. So, wir gehen jetzt erstmal rein, wenn wir den Weg finden. Natürlich schade, dass hier Baustelle ist, aber nichtsdestotrotz kann man zu den Gleise 9 und 12. Hier kann man sich nur mal orientieren, wie das dann hier aussieht. Wir laufen mal direkt ins Bahnhofsgebäude oder direkt zu den Gleisen. Mal schauen. Hier auf der Seite geht es weiter mit Gleis 12, 13, 11. Ich laufe einfach mal die 10 hier hoch oder lass mich hier hochbringen. Ja, schauen wir mal. Ah, hier steht schon direkt so ein Doppeldecker hier. Okay. Ah, das wird alles hier noch restauriert, renoviert. Ansonsten könnte man hier auch noch rein. Aber man kann rein. Ach, von der Seite kommt man auch noch auf die Züge. Oh, da hinten geht es weiter. Das hier ist sozusagen hier der Bahnhofsraum. Mit den ganzen Automaten kann man sich hier was zu essen, zu trinken holen. Uns interessieren ja die Züge. Ja, es scheint trotzdem ein großer Bahnhof zu sein, wie ihr sehen könnt. Von der anderen Seite bin ich direkt auf diese Seite gewandert. Gleise ohne Ende. Ja, in Pilsen. So, ich laufe mal so ein Stück mit euch. Selbst hier, weil das ja alles hier Europa ist und so, hat man hier diese geriffelten Linien hier für die nicht so gut sehen können mit Handicap und so. Ja. Ah, da hinten sind auch noch ein paar schöne Züge. Hier ist auch noch mal, wird alles komplett neu renoviert hier. Schade, dass ich euch nicht mehr zeigen kann. Aber hier ist wohl so ein Kopfbahnhof. Ne, ist nicht komplett Kopfbahnhof, aber hier, diese Linie hier endet wohl hier. Und die fahren dann direkt wieder zurück, so wie es ausschaut. Aber alles in den Traditionen, Farben Blau und Weiß. Wie bei uns Deutsche Bahn eben halt Rot und groß DB. So, ich laufe mal einfach hier so durch die Gegend und guck mal, was ich so für euch finde, was interessant ist. Diese Modellreihe sagt mir nichts. Ist auch ist kein Diesel, der kann auch oben die Dinger ausfahren, dann hat er Strom. Der hat die zwar jetzt eingefahren, oder der läuft jetzt auf dieser Strecke vielleicht tatsächlich dann nur mit Diesel. So, der Kollege, der hat sich schon fertig gemacht zur Abfahrt. Ja, wer weiß, wo der hinfährt. Aber eine riesengroße Anlage hier, Leute.
Ja, das verstehe ich natürlich nicht, was die Tante sagt. Ja, das ist doch tatsächlich nur ein Diesel, weil ich sehe oben keine Oberleitung, die er auch ausfahren kann oder so. Ja, es sind auch Leute drin. Das heißt, der hat auch gleich Abfahrt. Dann hören wir vielleicht, wenn er sich in Bewegung setzt. Schaut mal, was ich auf der anderen Seite entdeckt habe. Jetzt muss ich nur irgendwie versuchen, dahin zu kommen. Da ist wohl ein Busdepot. Ja, die fahren da gerade da rein. Das scheint ein Busdepot zu sein. Oder der Zopp. Ich mache mich mal schlau. Ja, über die Brücke. Ne, das passt nicht. Hier rüberlaufen bringt das auch nicht. Ja, irgendwie komme ich dahin. Bleibt dran, auf jeden Fall. So, hier tut sich hier im Moment dann sowieso nichts. Die Stadt ist da ganz hinten. Ja, dann laufen wir mal zu diesem Busbetrieb oder was das da hinten ist. Irgendwas ist da auf jeden Fall ganz viele moderne, neue Busse. Hier kann ich noch lange warten, der hat erst 9:41 Uhr Abfahrt. Aber brauchen wir nicht warten, denke ich mal. In der Zeit sind wir vielleicht da drüben. Die Tante ist wieder am Rumschreien. Ossem, Ossem, keine Ahnung, was das heißt. Das habe ich aber irgendwann mal gehört. Ich glaube, auf Serbisch und so heißt das auch so. Ossem, Ossem. Ja, auf jeden Fall habe ich hier gesehen, hier links, da kommen wir bestimmt auf die andere Seite, wo ich die Busse gesehen habe. Auf geht's. Natürlich haben die auch Aufzüge hier. Oben, jetzt ausgerechnet jetzt, wo ich hier unten bin, fährt oben ein Zug. Aber war nichts Besonderes, glaube ich. War nur ganz leise, ganz langsam. Ja, jetzt laufen wir unten unter den Schienen mal auf die andere Seite. Und da hinten ist auch ein Schild, ein Symbol für Bus. Man kann wohl mit dem Aufzug dann eben halt hochfahren oder laufen. Dann kommt man wohl zu den Bussen. Ich denke mal, dass das der Zopp ist. Natürlich ein Mehmet Oe nimmt nicht den Fahrstuhl. Er läuft hier hoch. So, direkt angekommen. Habe ich schon den ersten Setra hier entdeckt. Ja, hier fahren die wohl ab. Da hinten kommt noch ein Setra. Wo ist denn dann? Oh, da ist ein ganz altes Modell. Scheiße, den haben wir gerade verpasst. Ja, hier fahren auch dann die Oberleitungen-Busse auch alle lang. Dann ist ja gut. Ach, da ist auch der Busbetrieb, was ich gerade gesehen hatte. Ja, super, wir sind richtig. Ach, WC kann ich auch gehen, okay. Muss auch gleich. Da kommt ein schöner Setra Doppelachser. Schaut mal. Ja, hier kommen wir doch auf unsere Kosten. Ja, das ist das Busdepot wohl. Die Schranken gehen auf. Dann können die hier reinfahren. Voll in Setra-Hand bis jetzt. Schöne 416er. Oh, hier kommt auch noch einer angeschossen. Jawohl. Sagenhaft. Ich weiß nicht, ob man als Fußgänger auch dahin laufen darf. Ich laufe aber trotzdem gleich mal dahin. Oder vielleicht kann ich die von hinten hier aufnehmen. Ich versuche... Ah, da ist das Teil. Schaut mal. Was ist das für Bus? Solaris. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, die haben jetzt schöne Oberleitungsbusse. Modern. Da hinten ist auch die Stadt. Ja, heute erleben wir noch was. Einfach nur mal dranbleiben. So, ich habe also den Betriebshof hier auch entdeckt von denen. So, von der Seite kann ich ja ruhig aufnehmen. Muss ja nicht da im Betrieb rein bei denen. Hier ist ein Iveco. Setra, die haben wir ja vorhin schon gesehen. Dazwischen hat sich noch so ein MAN Lions City mit dem LE oder was das heißt. Guckt mal, hinten sitzen die Leute ganz oben, also keine Vierergruppe, sondern durchgehend.
Was haben wir noch? Noch ein Setra. Noch ein MAN. Auch das gleiche Modell. Ja, sagenhaft. Aber auch alles schön in den blau-weißen Farben. So, hier kommt uns noch so ein Teil entgegen, auch ein Solaris. Wie ihr sehen könnt, Linie 16. Noch schön leise, weil alles elektrisch. Die haben aber auch nicht die Chance, glaube ich, abzukoppeln und wegzufahren. Die müssen hier an der Strippe bleiben. Wie in der Schweiz, wisst ihr noch diese Hess-Busse in Freiburg. Da freue ich mich drauf. Ich werde sehr wahrscheinlich auch noch in der Schweiz wieder fahren. So, das sind hier nochmal die Busse, was wir von der anderen Seite gesehen hatten. Hier fahren aber auch, so wie es aussieht, die Oberleitungsbusse auch lang. Wegen den Oberleitungen kann man das hier sehen. Die warten dann hier auf ihre Zeit. Die haben schon Linien und so eingegeben und werden dann hier abfahren. Ja, wirklich schön. Ich versuche jetzt mal noch so ein bisschen in die Stadt zu kommen. Wenn die Tante hier aufhören würde zu labern. Mal gucken, ob wir hier noch andere Modelle sehen. So, ich laufe mal jetzt in die Stadt. Mal gucken, ob mich hier welche erkennen. Dass sie mich nicht erkennen, wäre ein Wunder, weil ich habe mein Trikot an. Trikot sage ich schon. Mein T-Shirt an, selbst entworfen mit Memedoué. Also, wenn die dann nicht erkennen, weiß ich auch nicht. Bus hier weg von der Haltestelle. Da hinten wird ein Auto abgeschleppt, warum auch immer. Und hier kommt schon die nächste Fahrerin. Mit einem schönen Gelenk diesmal. Powered by Skoda Blue Drive. Okay. Aber ein Solaris-Bus. Ja. So schaut's aus. Das ist wohl das ADAC von hier. Auto läuft nicht mehr oder so, keine Ahnung. Wird einfach mal hier drauf geschleppt. So, hier können wir noch mal von der anderen Seite vom Bahnhof sehen. Aber ich habe gerade gesehen, die haben hier auch Straßenbahnen mit Anhänger und so was alles, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Und die haben nicht nur Solaris Gelenkbusse, auch die Solaris Oberleitungsbusse als normale Solobusse. So, da ist ein tschechisches Auto, hat wohl eine Panne oder so, der wird jetzt da drauf gezogen, also nichts Spektakuläres. Und da kann man auch hochklettern und von da oben nochmal alles besichtigen. Ach, ich sehe gerade, Lidl haben die hier auch. Ja, toll. Ach, eine Fahrradstation, hier Fahrradboxen gibt es hier auch, kann man sich wohl mieten und die Fahrräder hier einfach mal parken und weiterziehen. So, ich ziehe jetzt auch weiter und zwar auf die andere Seite, weil da hinten sind diese Straßenbahnen oder ich laufe einfach mal hier querfeldein. Aber wie ihr sehen könnt, der Rasen, der ist auch komplett verbrannt, kaputt wegen der Hitze. Das sind diese Straßenbahnen, die ich meinte. Ja, die fahren auch hier einfach mitten durch. Ich komme mir vor wie in England. Da vorne sehe ich Stadion von Pilsen noch. Und das ist hier wohl die Station, wo die dann eben halt mit der Straßenbahn und so fahren. Stadt müsste da hinten sein, weil da sind jede Menge Busse. Ja, hier traue ich mich doch nicht rüber. Hier ist zu viel Verkehr und auch Polizei und so. Ich gehe die sicherste Variante und laufe drüber, um von der anderen Seite eben halt da rüber zu kommen. So, einfach mal mit der Menschenmenge mitlaufen. Ich habe aber hier gemerkt, auch wenn Zebrastreifen ist oder so, die bleiben von alleine nicht stehen. Also lieber anhalten. Da kommt eine Straßenbahn richtig angeschossen, wie ihr sehen könnt. Die haben richtig Tempo drauf. Noch hat er nicht gebremst. Jetzt müsste der eigentlich spätestens jetzt in die Eisen gehen. Jawohl. Oh, die haben einen richtigen Zug drauf, die Leute hier. Wahnsinn. Hier kann ich noch sehen, wie die Setras hier zu ihrem Platz
fahren. Schön mit den, die Achse lenkt natürlich hinten mit. Sonst keine Chance hier rüber zu kommen. Aber ich komme jetzt hier rüber. So, das sind die Solarisse, die ich gerade gemeint hatte. Den Oberleitungen. Ja, man hört wirklich nichts, kein Motor oder so. Alles voll elektrisch. Ja, hier sind die Solarisse wohl sehr gut. Weil hier ist jetzt schon die zweite oder dritte Stadt, wo ich das erlebt habe, dass Solaris mit Oberleitung gefahren wird. So, hier ein bisschen modernerer. Ganz leise, hört mal. Das ist ein Skoda gewesen. Das war jetzt kein Solaris. Habt ihr jetzt nur flüchtig was sehen können? Vielleicht sehen wir den gleich nochmal. Also zum Zentrum ist noch richtig weit bis da hinten hin. Ich weiß nicht, ob ich da laufen soll, weil es tut sich ja auch nichts. Es sind tatsächlich nur diese Solaris-Busse und die Setra-Busse. Ich habe nur bis jetzt noch kein Citaro gesehen, MAN, was wir vorhin gesehen haben. Aber bis jetzt, oder es gibt wohl spezielle Linien. Ja, weil ich müsste da bis da ganz hinten hinlaufen und Parkgebühren sind auch richtig teuer. Ich laufe wieder zurück, weil da ist ja unser Bahnhof. Darunter habe ich geparkt. Wenn ich bis dahin noch unterwegs was Schönes sehe, filme ich natürlich für euch. Ja, hier habe ich was Schönes. Auch. The Green Machine. Der macht hier schön sauber. So, bis gleich. Da hinten sind noch diese Straßenbahnen noch unterwegs. Also hier ist wirklich gemischt. Straßenbahn, normale Busse und diese Oberleitungsbusse. Eine schöne kleine Stadt. Hier dieses Pilsen. Diesmal in grün-weiß. Gerade waren die doch alle blau, oder? Habe ich mich da vertan? Der kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor wie aus Hamm. Die haben ja auch immer grün, die guten Geister. So nennen die sich ja. Auch, die haben ja auch Solarisse. Nur keine Oberleitungsbusse. So, über uns auch wieder die Schienen. Auf der anderen Seite auch nochmal, weil Schienen haben die ja richtig viel gehabt oben. Die Züge sind auch da oben. Jetzt kommen wir hier wieder. Ah, hier gibt es sogar noch Zimni-Stadion. Eishockey. Gibt es wohl noch eine Eishalle. Kann ich denn mit den Eisbären hierher kommen? Weiß ich, wo das ist. So, hier nochmal zum Abschluss der Bahnhof in seiner ganzen Pracht oder nicht Pracht. Das wird bestimmt nachher gut aussehen, wenn da alles fertig ist. Bis dahin müssen die Leute sich hier gedulden. Mein Auto steht immer noch da, okay, nichts passiert. Ich warte mal noch ein paar Minütchen, ob hier sich noch was tut. Und es tut sich was. Was tut sich? Jetzt sehen wir auch noch ein paar Straßenbahnen. Oh, ganz in braun. Die erinnern mich immer noch an diese Icarus-Busse, was wir gesehen hatten, wo ich in Chemnitz war. Einer hatte gesagt Tatra oder so. Vielleicht sind das auch die Dinger. In Prag waren die auch schon. Ich bin mal ein Stück weiter gezogen und habe hier noch so einen Platz entdeckt, wo wohl die ganzen Trams, also diese ganzen Straßenbahnen hier rankommen, hier drehen und wieder zurückfahren und so. Und da ganz hinten sehe ich auch ein paar andere Exemplare, so ein Isuzu, der letzte kann ich erkennen. Vorne der erste Bus, den kann ich nicht identifizieren. Ich laufe mal näher ran. Hier, die haben wir ja vorhin schon gesehen. Das sind die Setras, die Ivecos und der Line City. Aber der rote, den weiß ich nicht, was das für einer ist. Aber ich traue mich mal, ich laufe mal einfach dahinter oder so, weil der Typ, der sitzt da drin. Mal gucken, was das ist. Das Zeichen kenne ich auch nicht, was das für ein Zeichen da drauf ist. Und hier ein normaler Urbino, ja, der Urbino 18, aber ohne oben Begleitung. Begleitung meine ich damit natürlich die Oberleitung.
Ja, mit 1, 2, 3, 4 Türen. Und das meinte ich hier, wenn die hier ankommen, dann können die hier so einen Kreis drehen und fahren auf der anderen Seite dann wieder zurück. Ist wohl so ein Umschlagplatz oder so ähnlich. Ja. Hier kommt noch so ein Urbino rein, auch ganz ohne. Guck mal, wie schön das da aussieht, Leute. Also ich weiß gar nicht, wohin ich gucken soll. Ist schon eine schöne, interessante Stadt. Aber wir machen ja keine Stadtführung, sondern wir machen ja hier Busse, Bahn und sowas alles. Ja, und diesmal bin ich sogar in verschiedene Länder. Ich habe noch viel vor mit euch, wenn ihr dran bleibt. Auch später Japan, Amerika und sowas alles, wenn ich Rentner bin. So, ich habe den Kollegen mal gefragt. Das ist ein Zor. Also wenn ihr dieses Zeichen seht, in der Mitte so ein Kreis und rechts, links auch wie so ein Halbkreis, dann ist es ein Zor, aber ein neues Modell, so wie es ausschaut. So, bevor die mich hier wegjagen, jage ich mich selber weg und laufe wieder zurück zum Bahnhof. So Leute, ich verabschiede mich von euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hinter mir nochmal der Bahnhof und es müsste gleich noch ein Solaris hier an mir vorbeirauschen mit den schönen Oberleitungen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Man sieht sich wieder auf einer anderen Fahrt, auf einer anderen Stadt, in einer anderen Stadt, in einem anderen Bahnhof oder auf einem anderen Kanal. Wie auch immer. Hauptsache, ihr seid dabei und ihr schaltet ein, wenn es heißt, Mehmet OE ist online. In diesem Sinne, macht's gut, euer Mehmet OE. Ciao Leute.